Und übernächstes Jahr auch. Und in 10 Jahren, boah, da wird's auch richtig heiß. Habe ich gehört. Hat der Sommer so an sich, Sir. Dann hoffen wir, dass dieser Bildposter noch eine Weile tot am Boden liegt. Und so schnell nicht wieder aufstehen wird. So wie alle Bildposter. Fucking hate these guys. Weißt du, was Waterbomb macht beim Hernes-Stuff? Ja, einfach AOE-Schaden. Ist einfach ein zusätzlicher Skill, der beim Benutzen der Waffe ausgelöst wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel 10 mal Earthquake machst und da steht Waterbomb, Prozentchance ist 9%, dann wirst du höchstwahrscheinlich bei den 9 mal Earthquake wird einmal Waterbomb getriggert. Und Waterbomb hat erstens eine unique Animation. Also spätestens daran erkennst du es, also du hast Effekte aus, dann sieht man es glaube ich nicht. Und du machst dann einfach mehr Schaden. Also du machst Earthquake, dann kommt der Schaden von Earthquake und wenn Waterbomb triggert, mit eben einer Wahrscheinlichkeit von x%, dann kommt einfach zusätzlicher Schaden von Waterbomb. Zusätzlich zu dem Earthquake-Schaden. Also du machst quasi Earthquake, aber du machst zweimal Schaden. Oder Coral Island Update ist schlecht im Vergleich zu Asria. Ist es nicht. Das Problem mit dem Coral Island ist halt einfach, oder mit Coral Island ist einfach, dass das halt so programmiert wurde, beziehungsweise die Werte der Monster und die HP und die XP und whatever, die orientieren sich halt einfach daran, dass es ja ab 150 besseres Equipment trägt, das gibt, was du effektiv ab 140 tragen könntest. Und das Spiel geht halt schon irgendwo davon aus, und das ist eigentlich in jedem Spiel so, also so absolute Weichei-Schuppen-Junior-Games vielleicht, ja, so Genshin Impact zum Beispiel, so ein Weichei-Schuppen-Junior-Game mit quasi keinem Schwierigkeitsgrad. Aber normalerweise, also vor allem bei Free-to-Play-MMOs, ist es schon so, dass sich dann das schon daran interessiert, dass du das haben könntest. Also ob du es hast oder nicht, ist ja dein Problem oder ist deine Sache. Aber die gehen halt schon davon aus, spätestens ab Meryl, also kurz vor 150, gehen die schon davon aus, dass du dann eine Hernes-Waffe hast oder eine Lucaris Crystal-Waffe und entsprechend dein Damage wesentlich höher ist als mit einer Bloody-Waffe zum Beispiel. Das Spiel geht schon davon aus. Weil du könntest es ja haben. Ob du es tatsächlich hast oder nicht, ist, wie gesagt, das ist deine Sache. Oder kann man ja selber steuern, entscheiden, abwägen, whatever. Aber das Spiel selbst sagt quasi von sich aus, die Monster müssen jetzt einfach mehr HP haben. Weil wenn da jetzt einer mit einer Hernes-Waffe kommt und mit einem 150er-Set und 200 Cast-Time und 50 Millionen Damage und Ultimate-Schmuck plus 5, dann one-shottet er die Viecher ja gefühlt mit einem Elementor, wenn die immer noch nur 310.000 HP hätten auf 150. Also müssen sie halt 500.000 haben. Weil sie sonst einfach viel zu schnell tot wären. Und das ist halt das Problem, das ist ja in Flive-PC, ist es ja eigentlich auch so gewesen. Ab 130 dann mit der hohen Blockrate von den Monstern und so. Da geht das Spiel halt einfach davon aus, dass du dann halt Behemoth-Waffen ja, plus 20 hast und halt ultra krass erweckte Crit-Damage-Sachen und so. Ja, das Game geht halt einfach davon aus. Und ob du es hast oder nicht, das ist halt die Frage. Wenn du es nicht hast, dann wirst du halt keinen Spaß haben. Und wenn du es hast, dann ist alles tutti frutti. Dann kannst du ganz normal weiterleveln, wie als wärst du noch in Asria gefühlt. Und ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass das so schlecht ist, dass das so ist. Es ist natürlich blöd, vor allem jetzt auf so einem Speed-Server, wo du halt sauschnell, selbst wenn du Casual spielst oder selbst wenn du Free-to-Play spielst, dass du hier halt sehr schnell in den Levelbereich kommen kannst, in dem das halt so ist, dass das Equipment halt irgendwo vom Spiel mehr oder weniger vorausgesetzt wird. Du aber eben dadurch, dass du Free-to-Play und eventuell ein bisschen Casual unterwegs bist und jetzt vielleicht nicht ganz so heftig reingrindet hast, halt durch die Tatsache, dass du es halt nicht hast, hast du halt keinen Ultimate-Schmuck wahrscheinlich oder nicht extrem früh vielleicht. Du wirst höchstwahrscheinlich keine Hernes-Waffe haben, auch keine Lucaris Crystal, maximal vielleicht das 150er-Set, aber das ist halt nur eine von 3 Komponenten, die neu dazugekommen sind. Also es sind ja quasi 3 neue Sachen. Schmuck, Waffe, Set. Und wenn du nur eins davon hast, beziehungsweise würde ich sagen, das Set ist das, was am wenigsten Bedeutung hat,
Also ich würde sagen, Waffe und Schmuck haben jeweils einen höheren Stellenwert als das Set. Spiegelt sich ja auch im Preis wieder. Gut, wobei, das kann man jetzt nicht direkt vergleichen. Schmuck zu bekommen ist schon ein bisschen schwieriger als Sets, aber egal. Jedenfalls, ja. Also es macht schon irgendwo alles so Sinn. Und wenn du halt hier auf dem FEC-Server Free-to-Play, wie gesagt, unterwegs bist und halt auch nicht allzu viel Glück hattest oder vor allem am Anfang nicht so viel gegrindet hast, dass du halt relativ schnell schon in den Levelbereich gekommen bist, ja, dann hast du die ganzen Sachen halt nicht und dann hast du halt Probleme, die du halt höchstens mit Power-Ups noch ausgleichen könntest. Aber wie gesagt, das war bei Flive PC schon so, das ist in anderen Spielen eigentlich auch so. Und ich finde es eigentlich so rum besser, als wenn es andersrum ist. Also ich mag persönlich es nicht so sehr in Games, wenn alles so ultra einfach ist. Weil dann macht es halt irgendwo keinen Spaß, die zu grinden. Also Flive PC, ich finde zum Beispiel Flive PC mit Luzak, also wenn du so richtig krasses Equipment hast im Flive PC, im Bereich bis Level 120 oder so, oder bis 130 halt, ich meine, ja, es macht schon Spaß, aber es wird halt sehr schnell abgedroschen, dadurch, dass es halt einfach zu einfach ist. Also es ist halt irgendwann, ja, du grindest halt, keine Ahnung, Events oder hast Events gegrindet in Astria oder so mit deinem Blade, wo du alles gewonnen oder two-shottet hast und so. Ja, aber es wird halt sehr schnell langweilig. Und das wäre halt hier, glaube ich, das Gleiche. Also es passt schon, wenn das Spiel einen gewissen Schwierigkeitsgrad irgendwo hat. Und leider in Free-to-Play-Games ist es halt so, dass du halt natürlich diesen Schwierigkeitsgrad irgendwo wegcashen kannst. Also wie gesagt, du brauchst ja das Equipment, das kann man sich erspielen. Aber man kann sich halt auch kaufen. Und zwar instant. Wenn man genug Geld hat. Das ist nicht in jedem MMO so. Das habe ich nicht gesagt, aber es ist in vielen anderen Spielen so. Aura Kingdom kannst du Max-Level erreichen mit Null Equipment. Ja, aber ist das nicht langweilig? Ich meine, in Flive kannst du es rein theoretisch auch erreichen. Lässt dich halt nur leveln und Tower Dailies. Könntest du rein theoretisch auch erreichen. Macht das Sinn? Macht es Spaß? Vermutlich nicht. Den meisten Leuten würde es wahrscheinlich keinen Spaß machen. Zum Glück nur 650. Ja, das ist natürlich wenig. Ich hatte schon Angst, dass du süchtig bist. Ein Glück, dass es nicht so ist. Ich habe andere Hobbys, Karis. Zum Beispiel arbeiten gehen. Oder das zählt doch als Hobby. Oder so ein Scheiß. SM Channel 6? Hey, wollen wir uns nicht erstmal ein bisschen besser kennenlernen? Got him! Got him, Chat. $9,8 bedeutet, wir brauchen mindestens 4 Diamonds. Wobei einer ist garantiert, weil irgendeine Waffe war plus 5. Also bräuchten wir quasi 5 Diamonds, weil einer ist ja quasi garantiert, genau. Die haben wir tatsächlich auch schon. Alter, what the fuck, ey? Er hat jetzt die ganze Zeit 5 Diamonds, aber einfach 30 Waffe vernichtet. Es waren einfach immer noch 5. Jetzt gerade ganz am Ende kamen noch 2 dazu. Das ist geistesgestört. 7. Also wir starten mit 7. Ja, eigentlich geht das gleich. Wir brauchen mindestens 5, also insgesamt dann 12. Junge. Gerade so die 13, Alter.